Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly of Universe Video. Heute mit einem Ranger-Thema. Und zwar geht es konkret um einen speziellen Skill. Denn mir ist aufgefallen, beziehungsweise vielen Leuten ist bereits aufgefallen in Fly of Universe, dass mit diesem Skill irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise er auf jeden Fall extrem besonders ist. Und zwar ist die Rede von Piercing Arrow. Und warum das relevant ist, vor allem im High-Level oder vor allem an Gebieten, wo die Mobdichte extrem gut ist, weil in diesen Gebieten dieser Skill eventuell oder wahrscheinlich sogar der beste Skill zum Pullen sein könnte, den es gibt. Also vor allem für AoE-Ranger sehr relevant sein könnte, weil man damit vermutlich die meisten Monster pullen kann, weil es eben, wie gesagt, stark davon abhängig ist, wie viele Monster an dem Spawn sind. Und genau. Also es geht um Piercing Arrow. So, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, was zum Teufel ist Piercing Arrow? Noch nie in meinem Leben gehört, weil irgendwie redet darüber nie jemand. Ich persönlich muss sagen, ich bin auch nicht der größte Fan von dem Skill an sich, aber zum Pullen ist es mir, weil ich in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen ausprobiert habe, als ich mit meinem Ranger Partys gezogen habe, hier auf Coral Island eben, beim Achievement-Leveln, beziehungsweise, wie gesagt, Schrägstrich Party-Leveln. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie gesagt, diese abnormale Reichweite des Skills. Und es ist aber nicht ganz konsistent, ja, also der Skill variiert leider recht stark, also es ist wahrscheinlich wirklich stark davon abhängig, also wirklich pixelmäßig, Pixel by Pixel, davon abhängig, wie man sich selbst positioniert, davon abhängig ist, wie gut der Skill quasi ist zum Pullen. Und ich werde euch das gleich natürlich demonstrieren. Ansonsten ist es einfach ein AoE-Skill, der aber eigentlich kein AoE-Skill ist, also ein bisschen kompliziert. Und zwar Piercing Arrow, sagt ja der Name schon, Piercing, also er durchstößt das Ziel und trifft alle in einer Reihe stehenden Ziele, die vor deinem Charakter stehen. Und warum es deswegen kein richtiger AoE-Skill ist, obwohl er mehrere Ziele treffen kann, ist, weil er eben nur in eine Reihe funktioniert oder in eine Richtung. Und alle anderen AoE-Skills ist eigentlich heißt der Area of Effect, also AoE, Area of Effect, bedeutet ja eigentlich ein Gebiet quasi, das von einem AoE-Skill betroffen wird. Und in Fly versteht man darunter grundsätzlich eigentlich einfach im Endeffekt wie so ein Kreis um den Charakter herum oder um den Skill herum, je nachdem, gibt ja verschiedene Arten von AoE-Skills. Aber normalerweise immer eine gewisse Fläche letztendlich. Also Flächenschaden sagt man ja zu Deutsch auch eigentlich zu AoE-Schaden. Aber Piercing Arrow ist eben kein Flächenschaden. Piercing Arrow ist kein klassischer AoE-Skill, sondern eben trifft Gegner in einer Reihe. Und was jetzt aber diesen Skill so speziell macht, weil jetzt denkt man sich, okay, ja gut, er trifft ein paar Gegner, die hintereinander stehen. Also es ist einfach AoE, halt nur nicht in einem Kreis oder nicht in einer Fläche, sondern in einer Linie sozusagen. Naja, das ist eben der Punkt, wo ich persönlich immer schon der Meinung war, dass der Skill wahrscheinlich nicht wirklich so funktioniert, wie er sollte. Also ich habe mir zumindest so vorgestellt, dass es irgendwie so eine Art von Bug sein könnte oder dass es vielleicht zu gut ist, weil der Skill teilweise extrem overperformt. Und das probiere ich euch jetzt zu zeigen. Es ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich habe es gerade schon ein bisschen ausprobiert bei Ibarz und da hat es überhaupt nicht funktioniert, nur ein einziges Mal. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt hier ein bisschen besser funktioniert, wo man einfach eine extrem gute Mobdichte hat. Genau, also wie gesagt, ich schaue jetzt erstmal, machen wir erstmal, also so soll es klassisch funktionieren. 2 Mobs stehen quasi hintereinander und ich treffe jetzt, oder ich probiere quasi beide zu treffen. Natürlich würde man das in Praxisfall niemals so machen, wie ich es gerade mache, mich zu positionieren. Das wäre komplett dämlich. Ja gut, jetzt habe ich sogar 3 Mobs getroffen, weil der eine Naga stand fast direkt vor mir. Den hat es jetzt tatsächlich auch noch erwischt. Könnt es nochmal so machen, dass mir ein Naga nicht anschaut. Oh Gott, Portbug natürlich. Genau, der Naga, der jetzt hinter mir stand, er stand wirklich direkt hinter mir, wurde nicht getroffen. Eben weil er hinter mir stand und Piercing Arrow nur nach vorne trifft. So, also soweit so gut. Nichts Spezielles, nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches und vor allem nichts, was man unbedingt verwenden will, weil man sich denkt, ist ja voll wasted, wenn der Skill nur in eine Richtung funktioniert. Jetzt aber, was passiert, wenn ich jetzt in die Richtung schieße, wo hier so viele Monster stehen? Und das hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Okay, ja. Die da hinten hätte es eigentlich auch noch fast treffen können. Schauen wir nochmal, ob wir es hier vielleicht nochmal schaffen. Da. Jetzt, oh ja, jetzt hat man es gesehen. Das war perfekt. Ich stand hier und habe einfach gerade Monster gepullt. Das muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe, lol. Ich muss tatsächlich anfangen zu AoEen. Ich habe gerade von hier vorne Monster gepullt, die hier hinten standen. Also die wirklich ewig weit weg standen. Ungefähr die doppelte bis dreifache Reichweite meiner Auto-Attacks wahrscheinlich. Und habe sie trotzdem getroffen. Und das geht eben nur mit Piercing Arrow. Und das heißt, bei Gebieten, wo eben so viel los ist, wie hier bei den Small Nagas zum Beispiel, ein anderes Gebiet, ein gutes Beispiel wäre auch sowas wie Kraken, normale Kraken, Captain Kraken, Small Kraken, whatever. Generell die Kraken-Spawns sind auch extrem gut. Also ein extrem
gefüllten Gebieten kann es tatsächlich sein, dass du mit Piercing Arrow die meisten Mobs pro Skill pullst und damit die höchste Pull-Rate quasi hast. Natürlich, wenn ich jetzt hier einfach einmal Flame Arrow rein donnert, pulle ich auch 8, 9 Monster, wenn es gut läuft mal. Ja, aber mit Piercing Arrow hast du im Endeffekt das Potenzial, alle Monster zu pullen, die in der gleichen Linie stehen. Und das können auch mal 20 sein oder so. Also es können unendlich sein, theoretisch. Also so viele Monster werden in dieser Himmelsrichtung stehen. Natürlich gibt es ein Limit, es ist nicht komplett unlimited. Der Skill hat eine Reichweite, eine begrenzte, aber sie ist insane. Leider ist es halt so, dass ich, wie gesagt, jetzt den Skill ein bisschen ausprobiert habe. Ich muss jetzt mal die ganzen Monster hier töten, weil sonst habe ich beim Ausprobieren des Skills eben leider feststellen müssen, dass es nicht ganz konsistent ist. Und ich glaube halt, dass es einfach davon abhängig ist, dass wenn du wirklich ein Pixel zu weit links oder zu weit rechts stehst, also anscheinend scheint dieser Skill so entweder verbuggt oder auch einfach nur präzise zu sein, dass wenn du halt minimal abweichst von der Position, wie du denkst, dass du schießt, deswegen, wie gesagt, ist eine extrem gute Mobdichte wichtig, weil je besser die Mobdichte, desto irrelevanter ist es, ob du halt, Anführungszeichen, gut getroffen hast oder nicht. Dass wenn du halt, wie gesagt, einen Schritt zu weit links oder zu weit rechts stehst, also tatsächlich dann die Monster gar nicht triffst, die du eigentlich treffen wolltest, sozusagen. Und damit halt die Reichweite dann quasi extrem eingeschränkt ist, weil wenn du jetzt hier zum Beispiel schlecht schießt, in Anführungszeichen, würdest du jetzt hier 3 Monster pullen. Und wenn du gut schießt, sind es vielleicht bis zu, keine Ahnung, 10. Schau mal, hier müsste jetzt extrem gut sein eigentlich. Oder das passiert. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die 2 oder 3 Monster, die da noch standen, wären getroffen worden. Hat ja vorher auch funktioniert. Vorher haben wir bis zu dem Stein durchgeschossen. Das ist gerade nicht passiert. Und genau das meine ich. Also der Skill ist so ein bisschen RNG, kann man fast sagen. Jetzt hier auch wieder. Jetzt hat er wieder bis zu dem Stein getroffen. Also das ist so das Ding, was mich bei dem Skill ein bisschen stört. Und ich weiß nicht hundertprozentig, woran das liegt. Also ich würde sagen, also RNG ist es nicht wirklich. Aber es scheint wirklich, wie ich es vorher schon gesagt habe, zu sein, ein Pixel daneben und du denkst, du triffst wieder 20 Monster, triffst aber in Wahrheit nur 3. Also wirklich nur die 3, die quasi direkt vor dir stehen. Und die 10, die dahinter stehen, die trifft der Skill nicht. Vielleicht sind auch Posi-Bugs schuld, Port-Bugs, wie auch immer. Also das ist so eine gewisse Streuung von dem Skill. Und das macht ihn wiederum ein bisschen schlechter. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass das Gebiet, in dem man ihn einsetzt, einfach extrem gut ist, extrem dicht besiedelt ist. Hier können wir es nochmal probieren. Bis ganz dahinter zu der Palme geht er wahrscheinlich eh nicht. Oh, wait, what? Habe ich nicht gerade das Monster anvisiert? Okay, lost. Machen wir es mal hier. Jetzt müsste es auch wieder eigentlich bis zu der Felswand durchgehen. Ja, okay, die Mobs haben sich bewegt, leider. Ja, aber egal. Ich wollte euch im Endeffekt nur demonstrieren, dass der Skill durchaus seine Vorzüge hat, aber man leider mit einer kleinen, ja, RNG-Variation hier rechnen muss. Also es kann halt sein, dass du mal 10 Monster triffst, mal nur 3. Und es hängt einfach wirklich stark von der genauen Position der Monster anscheinend ab. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich die Position des ersten Monsters ist, die so entscheidend ist, aber wahrscheinlich schon, anders wird es eigentlich keinen Sinn ergeben. Aber wie genau der Skill funktioniert, also technisch kann ich euch natürlich nicht sagen. Dazu müsste man irgendwie in die Programmierung gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Skill. Und wie gesagt, zum Pullen könnte es durchaus der beste Skill sein. Schauen wir hier nochmal, probieren wir es hier nochmal. Hier vielleicht. Lol. Okay, jetzt hat er einfach was? Jetzt hat er... What happened? What? Okay. Hä? Der Skill hat gerade keinen Damage gemacht, oder bin ich jetzt blöd? What? Der Skill hat gerade legit keinen Damage gemacht. Schon wieder? What is happening? Okay, das ist auch bis jetzt noch nicht passiert. Interessant. Ich überlege gerade, was ich falsch gemacht habe. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Jetzt hat es funktioniert. Ja gut, also anscheinend kann das auch passieren. Gut, jetzt ist das Monster einfach nur gestorben. Das war jetzt tatsächlich, weil das Monster gestorben ist. Liegt das vielleicht an der Richtung, in der ich den Skill eingesetzt habe? Kann das sein? Er hat die vorderen Monster getroffen, aber die hinteren nicht. Also das Monster, das ich angeklickt habe, hat er nicht getroffen, aber die Monster, die zu mir gelaufen sind, wurden getroffen. Was? Wow, okay. Ja, also ihr seht schon, der Skill ist so ein bisschen verbuggt. Also ich kann es nicht anders sagen, der Skill ist ein bisschen verbuggt, aber irgendwie auch faszinierend. Wie gesagt, ich finde das eigentlich echt ganz cool. Und würde ihn, falls ich jetzt Face Tank Ranger, so wie ich es gerade mache, also gut, so würde ich Face Tank Ranger wahrscheinlich nicht leveln, aber falls ich Face Tank Ranger spielen würde, wäre es für mich auf jeden Fall interessant auszuprobieren.
Man muss jeder selbst entscheiden, ob er mit dem Skill zurechtkommt oder nicht, oder ob er mit dem RNG-Faktor leben kann. Ich wüsste nur echt gern, warum der Skill hier scheint wirklich an der Position zu liegen. Liegt es echt an der Richtung, wie ich stehe, oder was? In welche Richtung gucke ich denn gerade? Ich gucke quasi nach Osten. Gut, also wir sind in einer ganz anderen Position. Einfach ein Stück nach hinten geflogen. Wir gucken wieder gen Osten. Und funktioniert. Okay, hat nichts mit der Himmelsrichtung zu tun. Weil ich glaube, ich habe ein bisschen... Na, ich muss jetzt nochmal machen. Ich glaube, jetzt bin ich genau in der gleichen Position. Hat tatsächlich wieder nicht funktioniert. Was zum Teufel? Gleiches Mob, gleiche Richtung. Jetzt hat er wieder funktioniert. Okay, also das kann ich euch ehrlich gesagt nicht erklären. Das ist jetzt bei meinen Eibert-Versuchen nicht passiert. Wieder nicht getroffen. Oder liegt es daran, dass das erste Monster nie Schaden bekommt? Aber das ergibt keinen Sinn, ne? Dass man mindestens 2 Monster treffen muss, dass es Schaden macht. Das könnte sein. Oder auch nicht. Es ist auch nicht so. Weil dann würde das erste Monster ja nie Schaden bekommen. Dann würde ja, wenn man nur ein Monster eingreift, der Skill niemals Schaden machen. Und das ist definitiv nicht so. Ja gut, das ist auch noch ein interessantes Rätsel. Das kann ich jetzt gerade nicht so ganz nachvollziehen, weil manchmal passiert es einfach und manchmal nicht. Also ich weiß es nicht, also mit der Himmelsrichtung kann es eigentlich nichts zu tun haben. Ich meine, wir können es nochmal in die andere Richtung probieren, ob es hier auch passiert. Einfach mal hier einen Skill abfeuern. Hat funktioniert. Hat funktioniert, ja. Gut, keine Ahnung. Also damit muss man dann vielleicht auch noch klarkommen, aber gut, ein Skill, der ab und zu keinen Schaden macht, ist natürlich jetzt fürs Leveln eher nicht so interessant, keine Frage. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wie vorhin schon gesagt, so wie die Naga vorhin standen, dass man wirklich bis zu 10, 12, 13 Monster mit einem Skill pullen kann, ist schon ganz cool. Und ich meine, grundsätzlich, wenn die Mobs relativ nah beieinander stehen, trifft man sie ja trotzdem nicht alle, leider. Also nicht so wie bei Flame Arrow, weil wenn bei Flame Arrow ein paar Mobs nebeneinander stehen, trifft man sie 1000%ig alle. Bei Piercing Arrow könnte es halt so sein, dass wenn sie, wie gesagt, zu weit gefächert stehen und eben gar nicht in der Linie, dass man dann halt wirklich nur 1 oder 2 Monster trifft. Also hier ist das beste Beispiel wahrscheinlich, die beiden stehen nebeneinander. Und ich werde jetzt safe genau nur den einen treffen. Das würde halt bei Flame Arrow niemals passieren, wenn 2 Monster so nah beieinander stehen oder auch 8 Monster, triffst du sie 1000%ig beide. Aber das kann man ja auch einfach situationsbedingt einsetzen. Also du musst jetzt ja nicht rumlaufen und nur Piercing Arrow spammen beim Pullen und hoffen, dass da möglichst 20 Monster noch, vielleicht siehst du die gar nicht, die anderen Monster, so weit wie möglich in einer Reihe stehen, sondern dass du einfach guckst, da wo die Monster in der Reihe stehen, also in einem Gang zum Beispiel, so wie hier, das ist ja ein eher langgezogenes Gebiet, eher ein Gang. Genau, jetzt habe ich 4 Monster getroffen. Mit Flame Arrow hätte ich jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr als 4 getroffen, vielleicht sogar weniger. Auf jeden Fall. Und natürlich muss man sagen, beim Pullen ist jetzt Flame Arrow, bei der Cooldown so extrem kurz ist, dass das mittlerweile keine Rolle mehr spielt. Aber beim Pullen ist es natürlich auch so, dass man von dem Area-Effekt von zum Beispiel Flame Arrow nicht so viel... Jetzt hat er wieder nicht funktioniert. Okay, mit der Himmelsrichtung hat es auf jeden Fall nichts zu tun, weil ich schaue jetzt in eine ganz andere Richtung als vorher. Vorher habe ich nach Osten geschaut, jetzt habe ich gerade nach Norden geschaut. Also die Theorie können wir auf jeden Fall schon mal verwerfen. Das hätte mich jetzt aber auch wirklich gewundert. Also ja, dass du halt wie gesagt abwechselst, da wo du denkst, okay, viele Monster nebeneinander, machst du weiter Flame Arrow oder Arrow Rain, geht beides, oder auch Ice Arrow, whatever, vollkommen bewusst. Und da wo viele Monster eher in der Reihe stehen, das wird jetzt hier zum Beispiel eher wieder... Oh ja, da hast du wieder richtig gut gehittet. Hättest du mit Flame Arrow niemals 5 Monster hier bekommen in der Situation. Also da kann man echt cool variieren. Und dafür ist der Skill wirklich nice. Ansonsten muss ich sagen, ist der Skill schon ziemlich trash. Wie gesagt, hier beim normalen AOE müsstest du immer gucken, dass alle Monster in einer Linie stehen. Kann man natürlich machen, vor allem wenn man Hit and Run spielt. Aber auch bei Hit and Run ist es so, da willst du auch eigentlich dann trotzdem lieber den Slow-Effekt von Ice Arrow kombiniert mit den Damage over Time-Effekten von Arrow Rain und Poison Arrow, Flame Arrow. Also es ist wirklich mehr ein Skill zum Pullen. Also für mich zumindest ist es ein reiner Pull-Skill. Situationsabhängig kann der sehr gut sein. Wundert euch nicht, dass die Suchleiste auftaucht. Sobald ich einmal kurz F3 drücke, kommt sofort die Suchleiste. Mega bescheuert. Nervt mich momentan extrem. Man kann es leider nicht deaktivieren. In keinem Browser kann man die Suchleiste deaktivieren. Das ist echt nervig. Aber egal. Jedenfalls wollte ich euch das heute so ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, der eine oder andere hatte den Skill vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Insgesamt hat Ranger gar nicht so viele Skills, deswegen sollte man sie eigentlich schon alle kennen. Flame Arrow, Ice Arrow, Piercing Arrow,
Boom Boom ist natürlich auch ein AOE-Skill und natürlich der Infamous Arrow Rain. Also diese 5 Skills stehen Ranger zur Verfügung, 5 AOE-Skills und Piercing Arrow ist, denke ich, der am wenigsten benutzt wird, der am wenigsten appreciated wird. Und ich konnte euch heute hoffentlich zeigen, wofür man ihn einsetzen kann und was seine Vor- und Nachteile sind, hat man jetzt, glaube ich, auch ganz gut gesehen. Wenn er richtig funktioniert, ist er auf jeden Fall nice. Wenn er nicht richtig funktioniert, dann ist es natürlich ein bisschen ärgerlich. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Fly of Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.